Vielleicht habt ihr das schon gesehen, dass es ja eine Menge von Unterweisungen, nicht nur von mir, zur Mahamudra-Meditation gibt. Und überhaupt ist die tibetische Tradition sehr berühmt für die Mahamudra-Meditation plus Dzogchen, eine verwandte Richtung. Und ich bin gebeten worden, doch mal mit einfachen Worten zu erklären, worum es da eigentlich geht, was Mahamudra ist. Also sozusagen, ich gehe zu einem Mahamudra-Kurs, wie erkläre ich es meinem Freund, was ich da eigentlich mache? Und ja, das ist eigentlich so schwierig nicht. Es ist eine meditative Tradition, in der Geistesruhe, in der Einheit mit Einsicht, mit tiefem Verstehen, also Seinserkenntnis kultiviert wird und wir dann in dieser Erkenntnis ruhen. Und dieses Ruhen in tiefster Seinserkenntnis, das wird Mahamudra genannt. Und der ganze Weg dahin auch schon. Das sind die Mahamudra-Methoden. Aber mal ein paar andere, einfach mal andersrum kommend. Es ist eine meditative Tradition, die sich im 2. Jahrhundert nach Christus zum ersten Mal feststellen lässt, dass sie öffentlich verbreitet wurde. Und das geht auf diesen großen Meister Saraha zurück. Saraha, ein Inder, Nordindien, der im 2. Jahrhundert öffentlich Mahamudra gesungen hat, also in Versform gelehrt hat und der dabei betont hat, dass es eigentlich gar nichts zu tun gibt im Meditieren. Dieses Meditieren im natürlichen Sein, das ist Mahamudra, natürliches Sein, ohne mit dem Geist etwas zu tun. Amanasikada auf Sanskrit, das ist so ein ganz zentraler Begriff von Mahamudra, möglichst wenig mit dem Geist eingreifen. Und diese Tradition, die hat dann von Saraha, ist die weitergegangen und hat dann im 11. und 12. Jahrhundert Tibet erreicht und ist seither die weit verbreiteste Meditationsform im tibetischen Buddhismus geworden, hat aber ganz viele Gemeinsamkeiten mit dem, was wir ein entspanntes Vipassana nennen könnten. Ein Vipassana, eine Einsichtsmeditation, in der wir eben auch alle unnötige Anstrengung unterlassen. Und die Kernbegriffe von Mahamudra sind natürlich erstmal Mahamudra. Ja, Maha bedeutet groß und Mudra bedeutet hier so viel wie Siegel. Da denken wir an das Siegel, mit dem früher ein Fürst in das Wachs gedrückt hat, eines Briefes, den er überbringen lassen wollte. Das Siegel auf dem Wachs durfte nicht gebrochen sein und bewies dann, dass es sich wirklich um den authentischen Brief von dieser Person handelte. Und das Siegel, um das es hier geht, ist, dass alle unsere Erfahrungen, all unser Erleben das Siegel trägt, das Siegel einer authentischen Erfahrung des Erwachens. Also jede noch so dualistische, noch so enge Erfahrung des Seins trägt das Siegel, dass es in seiner wahren Natur unfassbar ist. Diese Erfahrung, sie ist nicht fassbar, sie ist von leerer Natur, sie hat keinen Wesenskern, sie entsteht durch das Zusammenwirken verschiedener Kräfte
und löst sich gleich wieder auf oder setzt sich in andere Erfahrungen fort. Und deswegen wird es das große Siegel genannt, weil diese leere, nicht fassbare Natur allen Erscheinungen, allen Erfahrungen des Universums innewohnt. Da es nichts im Universum gibt, weder im Denken, Fühlen, Wahrnehmen noch in der äußeren Welt, was eine Ausnahme machen würde zu der alle innewohnenden Dynamik. Alles ist dynamisch und alles hat deswegen das Siegel, uns auf authentische Weise ins Erwachen führen zu können. Wenn wir nur die wahre Natur von dem, was gerade entsteht, erkennen. Das ist also das große Siegel der Natur aller Phänomene. Damit ist gemeint, dass es alle Phänomene, Maha, also maximale Größe, alle Phänomene dieses Universums sind von Natur aus von nicht fassbarer, dynamischer Natur. Soweit könnte man sagen, Mahamudra ist also ein Meditationsansatz, alles zu meditieren in seiner Dynamik. Ja, das stimmt. Und dann kommt noch etwas hinzu, dass es in diesem offenen, natürlichen Meditieren des dynamischen Seins zur Entdeckung kommt, dass sich das grundlegende Sein mehr und mehr enthüllt und es mit der Zeit dann zu einem immer kontinuierlichen Aufgehen in dieser Natürlichkeit kommt. Man nennt das die Lehre von Basis, Weg und Frucht. Die Basis ist die Grundnatur unseres Seins, die eigentlich schon erwacht ist, die über den Weg freigelegt wird und schließlich als vollkommenes Freisein sich als Frucht manifestiert. Also die Buddha-Natur wird über den Weg des Freilegens dieser Buddha-Natur, des Auflösens aller Schleier, aller Beengung, wird es schließlich zur Buddhaschaft. Mahamudra ist also ein Weg, der darauf angelegt ist, in das vollständige Erwachen zu führen, das wir Buddhaschaft nennen. Und natürlich, wenn man das jetzt genauer wissen möchte, wie das geht, dann sagt man, okay, bei der Praxis von Mahamudra geht es um dreierlei. Sicht, Meditation, Aktion. Und das ist auch was, wo wir schon mal hinhören, das ist eine Meditation, wo es schlussendlich um Aktion, also ums Handeln geht. Ja, ganz genau. Bei dem Mahamudra-Ansatz geht es um ein Handeln in dieser Welt, motiviert von dem Verständnis, dass alle Lebewesen denselben Wunsch haben, glücklich zu sein und denselben grundlegenden Geist haben, dieselbe Grundnatur, dass sie alle eigentlich erwachen können und dass Mahamudra-Praxis darin besteht, selber so frei zu werden, dass wir andere inspirieren können, diesen Weg ins Freisein ebenfalls zu gehen. Die Sicht ist also tatsächlich, dass es gar nichts hinzuzufügen gibt. In der Meditation, ich muss nichts erzeugen, ich muss nichts machen. Es gibt auch nichts wegzunehmen von der jetzigen Erfahrung, sondern die Sicht ist immer auf diese dynamische, sich selbst befreiende Grundnatur allen Erlebens gerichtet. Darin zu verweilen ist Meditation, ohne dann etwas zu tun. Da sind wir wieder bei diesem Nicht-Tun, nichts mit dem Geist tun. Und daraus, aus diesem ganz natürlichen Verweilen im Sein, wie es ist, ergibt sich aufgrund der natürlichen Resonanz, in der wir sind, ergibt sich die Aktivität.
Und mit dieser Aktivität, das nennt man dann die Mahamudra-Aktivität, gehen wir in die Welt, immer in Meditation. Wir verlassen die Mahamudra-Meditation nicht bloß, weil wir aktiv sind. Man nennt das dann einfach die Nachmeditation, also die Fortsetzung der Meditation nach den Momenten des einfach so Offenseins. Dann wird die Dynamik des Geistes genutzt, um hilfreich in dieser Welt zu sein, aber ohne erneut einen Mittelpunkt zu erzeugen, ohne eine Ich-Bezogenheit zu erzeugen. Und das macht richtig Spaß. Wir brauchen die Dynamik des Geistes nicht zu unterbinden. Wir lernen sie kennen als einen Weg der Freude. Das ist ein anderes wichtiges Stichwort für Mahamudra. Das ist der Weg der Einheit von Freude und ihrer leeren, dynamischen, nicht fassbaren Natur. Das heißt, im Mahamudra findet ein Bejahen aller Geistesvorgänge statt, aller Sinneswahrnehmungen, all die Sinneswahrnehmungen, die wir auch nur haben können im höheren Sinnen, riechen, schmecken, fühlen. Das alles wird mit auf den Weg genommen, inklusive der Intellekt. Und all das wird in seiner frischen, natürlichen Dynamik gesehen, was in sich, da es ohne Greifen stattfindet, eine Freude freisetzt. Diese Freude, die gehört auch zur Grundnatur des Seins. Sie zeigt sich immer mehr, wenn das Greifen, wenn das Dukkha, wenn die verengenden Schleier sich auflösen, wenn wir natürlicher werden, dann zeigt sich diese Freude mehr und mehr und wird zugleich als ebenfalls leer und substanzlos erklärt, gesehen, erkannt. Und so können wir auch sagen, wenn wir, ich gehe mal zurück an den Anfang, wenn wir unserem Freund, unserer Freundin erklären, wohin gehst du, was machst du, das meditierst du da in diesem Mahamudra-Kurs, dann kannst du sagen, ja, ich gehe in einen Kurs, wo wir etwas mehr darüber lernen, natürlich zu sein und die Kreativität unseres Geistes als natürliche Freude frei von Leid zu erkennen. Eine Freude, die kein weiteres Greifen und Anhaften auslöst. Und tatsächlich haben das schon so manche verdichtet und haben Mahamudra einfach den Weg der Freude genannt. Wohlgemerkt, frei von Ich-Bezogenheit. Nicht diese enthusiastische Freude, sondern die Freude des dynamischen Erlebens, das sich ganz von selbst in einem offenen, warmherzigen Geist vollzieht. So könnten wir sagen, so würde ich jetzt Mahamudra beschreiben, natürlich basierend auf vielen Kommentaren, die wir studiert haben, basierend auch auf dem unglaublichen Beispiel der Lehrer und Lehrerinnen, die ich dabei kennenlernen durfte. Ich denke da vor allen Dingen natürlich an meinen Hauptlehrer Genjen Rinpoche, der wandelnde Freude war. In einem gelösten Geist, frei, obwohl er natürlich viel Elend gesehen hat, viel Leid durchgemacht hat, Flüchtling aus Tibet und so weiter. Und viel Leid auch hier um sich herum sah, hier bei uns im Westen, als er hier unter uns lebte. Und mit seinem warmen Herzen all das wahrnahm und uns den Weg gezeigt hat, all die Erfahrungen auf den Weg zu bringen. Und sein befreites Lachen, sein Humor, seine Gelöstheit bleiben mir unvergesslich als tatsächlich wegweisende Instruktionen auf dem, was Mahamudra eigentlich ist. Sich selbst nicht wichtig nehmen, nichts vergegenständlichen, immer in der natürlichen, spontanen Dynamik der Grundnatur unseres Seins bleiben.
Nicht in die Neurosen einsteigen, nicht in die verstrickenden Muster, sondern immer aus dieser Gelöstheit heraus. Zu sein, zu handeln, ohne dem irgendwelche Grenzen zu setzen. Und ja, natürlich sei auch noch bemerkt, Mahamudra gehört in dieses Spektrum der Praktiken hinein, die wir das große Fahrzeug nennen, das Mahayana, mit dem mittleren Weg, den Nagarjuna gelehrt hat, der vermutlich vielleicht ein Zeitgenosse von Saraha war, ebenfalls im 2. Jahrhundert nach Christus. Und was dann so weitere Entwicklungen genommen hat, in denen man dann die Grundnatur des Seins, diese Buddha-Natur, immer weiter betont hat, woraus sich dann die Yogacara-Tradition ergeben hat. Alles nur so Stichworte, um das Ganze so ein bisschen zu verorten. Und ich würde sagen, Mahamudra findet sich überall, ist nicht reserviert für eine Tradition, sondern findet sich überall, wo Menschen unterwegs sind, ohne in Subjekt und Objekt zu verfallen. Also ohne so einen Mittelpunkt zu erzeugen, ich hier und das, was ich erlebe dort, so diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Immer wenn dieses non-duale Gewahrsein da ist, dann ist auch Mahamudra